Willkommen in meiner ayurvedischen Küche. Ich möchte mit euch heute ein Nahrungsmittel teilen, was ich ganz stark mit meiner Kindheit verbinde, nämlich Linsen. Egal in welcher Größe, Form oder Farbe. Und meine Mutter kredenzt in meinen Augen die weltbesten Linsengerichte. Heute möchte ich mit euch einen warmen Linsensalat zubereiten. Im Ayurveda werden Salate auch grundsätzlich warm zu sich genommen, weil wir sie einfach besser verdauen. Bei Salaten handelt es sich natürlich um Rohkost und man kann sich vorstellen, wir sind rein biologisch gesehen ein tagesaktives Lebewesen und je später wir Essen zu uns nehmen, desto schlechter spielt unsere Verdauung dabei mit. Und jetzt zeige ich euch die zu benötigten Zutaten für meinen köstlichen warmen Linsensalat. Für unseren warmen Linsensalat benötigen wir 300 Gramm braune Tellerlinsen, ein Bund Blattpetersilie, 250 Gramm Kirschtomaten, einen großen Apfel und eine Stange Lauch. Für unser Salatdressing benötigen wir 4 Esslöffel Sonnenblumenöl, 2 Esslöffel weißer Balsamicoessig, etwas Salz, Pfeffer und Kumin, also gemahlenen Kreuzkümmel, dann ein Süßungsmittel, in meinem Fall ist es Agavendicksaft, dann ein Teelöffel Senf und ein Spritzer Limettensaft. Bevor wir an die Zubereitung kommen, möchte ich euch noch kurz einen kleinen Hinweis mitgeben. Man muss nicht alle Linsen über Nacht einweichen. Es kommt ganz stark auf die Linsensorte darauf an und meistens steht es auch hinten auf der Packungsbeilage. Wichtig allerdings ist, dass wir immer frisches Wasser benötigen bzw. verwenden, wenn wir unsere Linsen kochen. Also bitte niemals irgendwie Wasser verwenden, was 2-3 Stunden in der Küche rumstand. Man meint es zwar gut, aber in diesem Fall ist frisches Wasser ganz besonders wichtig, weil es sonst zu Blähungen kommt. Und das wollen wir vermeiden, deswegen frisches Wasser für unsere Linsen. Unsere Linsen werden immer mit der doppelten Wassermenge aufgekocht. Also wir haben 300 Gramm Linsen, benötigen jetzt also 600 Milliliter Wasser. Noch ein kleiner Hinweis von mir, bevor es ans Linsenkochen geht. Wer seine braunen Tellerlinsen über Nacht hat einweichen lassen, der benötigt jetzt, um seine Linsen bissfest zu bekommen, ungefähr 10 Minuten. Wer seine Linsen aber direkt aus der Packung gründlich abgewaschen in den Topf gibt, der kann mit einer Kochzeit von 30 bis ungefähr 45 Minuten rechnen, bis seine Linsen bissfest sind. Wir kochen die Linsen zunächst auf. Und sobald das passiert ist, geben wir den Deckel hinzu und fahren die Hitze auf mittlere Stufe zurück. Während die Linsen vor sich hin kochen, geht es jetzt unserem Gemüse und unserem Obst an den Kragen. Und nun folgt noch ein guter Schuss Limettensaft. Jetzt schaue ich mal nach unseren Linsen, wie weit die sind. Oh ja, sehen toll aus. Wunderbar, genau so möchte ich meine Linsen auch haben. Wer sich unsicher ist, einfach eine Linse rausholen und mal drauf beißen. Und ich sehe aber hier schon, sie sind perfekt. Jetzt gebe ich alles in eine Pfanne und wärme noch mal alles kurz an, vor allem natürlich die anderen Zutaten. Hier habe ich meine Pfanne vorbereitet, da gebe ich jetzt ein bisschen Sonnenblumenöl hinein. So, die Pfanne ist schön heiß und jetzt gebe ich wirklich nur ganz kurz meine Zutaten hinein. Der Salat soll ja schließlich nicht braten, sondern nur erwärmt werden. Dann gehe ich mit der Hitze auch schon zurück.
Oh, das sieht nicht nur wunderbar aus, sondern es duftet köstlich. Meine wundervollen Zutaten dürfen jetzt ein Wärmebad in der Pfanne genießen. Wichtig ist wirklich, dass das Gemüse nicht anbrät. Also wir wollen kein Pfannengemüse haben, sondern wir wollen wirklich nur, dass unser Salat schön warm wird. Und nach einigen Minuten kann ich dann die Zutaten über die wartenden Linsen geben. Also das duftet so herrlich, der Limettensaft und die Tomaten, der Lauch, die Linsen. Ich finde ja auch, dass das einfach wunderschön aussieht mit diesen vielfältigen Farben hier. Und jetzt kommt das Dressing. Hierfür geben wir unsere Gewürze in den Salat. Agavendicksaft, das Sonnenblumenöl und unseren Essig. Und Moment, klein aber fein, aber der Senf kommt natürlich auch noch rein. Reimt sich. Das Ganze jetzt noch mal ordentlich durchmengen. Bei dem Dressing kann man auch wirklich spielen. Man kann auch den Essig weglassen, einfach nur den Limettensaft hinzufügen. Da ist der Fantasie und auch der Kreativität überhaupt gar keine Grenze gesetzt. Wunderbar. Dann richte ich jetzt an. Sieht das nicht wunderschön aus? Ich bin immer wieder entzückt über diese Farben, die sich hier in dem Salat zusammenfügen. Und ja, ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht noch eine Ode anstimmen würde, in diesem Fall auf die Linse. Denn die Linsen sind reich an Ballaststoffen, die eine gesunde Verdauung unterstützen und Verstopfungen vorbeugen. Und außerdem, ich bin ja ganz entzückt, enthalten Linsen viele B-Vitamine und Provitamin A und sind dank ihres hohen Gehalts an diesen vielen Ballaststoffen vor allem auch sehr sättigend. Also ich würde sagen, wir lassen es uns jetzt vor allem erstmal schmecken. Jetzt kommt der große Moment. Es ist ja immer so blöd, wenn man sich selber lobt, oder? Aber in diesem Fall muss ich einfach sagen, dieses Rezept ist einfach wunderbar. Man Man schmeckt diese Frische der Tomaten, die Süße des Apfels, auch das Würzige des Lauchs. Und dann dieses Pikante durch die Petersilie und auch durch die Gewürze. Auch den Senf schmeckt man etwas durch. Also wirklich spielt mit dem Dressing. Einfach mal ausprobieren, was euch da gefällt. Ich kann euch diesen Salat nur wärmstens ans Herz legen und verabschiede mich. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich esse jetzt. Bis bald. Eure Mangal.